Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen schon einmal gehört haben, über das aber noch immer viel Unsicherheit herrscht: Fluoride. Vielleicht hast du selbst schon gelesen, dass sie in Zahnpasta, Salz oder sogar im Trinkwasser vorkommen. Vielleicht fragst du dich auch, ob das wirklich gesund ist oder ob es dir und deinem Körper eher schadet. Genau da möchte ich dich heute mitnehmen, in eine liebevolle und gleichzeitig klare Betrachtung. Und ich lade dich ein, dich dabei innerlich ganz entspannt zurückzulehnen und einfach einmal hineinzuspüren, was diese Informationen mit dir machen. Fluoride sind chemische Verbindungen, die häufig industriell hergestellt und dann in Produkte wie Zahnpasta, Mundwasser oder auch Speisesalz gegeben werden. Viele Menschen glauben, sie würden dadurch ihre Zähne stärken oder ihre Gesundheit unterstützen. Doch wenn man genauer hinschaut, zeigen sich andere Seiten. Schon lange weiß man, dass Fluoride ursprünglich in ganz anderen Bereichen eingesetzt wurden, etwa in Pestiziden oder sogar als Rattengift. Es handelt sich also um Stoffe, die in hohen Dosen sofort eine starke toxische, also auch eine tödliche Wirkung, entfalten können. Nun könnte man sagen, dass die Mengen in Zahnpasta oder im Salz ja gering sind. Aber der Körper reagiert sehr fein und sensibel, er speichert diese Gifte über die Jahre und lagert sie ein, damit können diese Depots wachsen und irgendwann ist es zu viel und wir werden krank. Die Zirbeldrüse in unserem Gehirn, darüber habe ich bereits ein Video gemacht, ist besonders empfindlich. Diese kleine Drüse, die so unscheinbar wirkt, hat eine enorme Bedeutung für unser Bewusstsein, für unseren Schlafrhythmus und für unsere innere Balance. Und genau sie kann durch Fluoride beeinträchtigt werden. Manche Studien und viele Erfahrungen deuten darauf hin, dass sie mit der Zeit regelrecht verkalkt. Vielleicht hast du schon gehört, dass die Zirbeldrüse als Sitz der Intuition gilt, als Brücke zwischen unserem physischen und unserem spirituellen Sein. Wenn sie blockiert ist, kann sich das anfühlen wie ein Schleier, der sich über unsere Wahrnehmung legt, bis hin zum sogenannten Brain Fog. Wenn ich darüber spreche, dann nicht, um Angst zu verbreiten. Vielmehr möchte ich dir Mut machen, achtsam zu sein. Es ist wichtig, dass du selbst für dich prüfst, welche Produkte du verwendest. Dass du vielleicht bei deiner nächsten Zahnpasta einmal bewusst auf die Inhaltsstoffe schaust. Es gibt sogar schon Apps, die dir dabei helfen, das Kleingedruckte auf den Packungen zu analysieren. Das geht schnell und du musst dich nicht abquälen, um die Mikroschrift lesen zu können. Leitungswasser, das fluoridiert ist, solltest du hinterfragen und dich nach Alternativen umsehen. Schon kleine Schritte können einen Unterschied machen. Es ist wie mit allem, Bewusstsein entsteht in den kleinen Momenten, in denen wir innehalten und prüfen, ob das, was uns erzählt wird, wahr ist und das, was uns angeboten wird, wirklich gut für uns ist. Vielleicht fragst du dich auch, warum Fluoride überhaupt in so vielen Alltagsprodukten enthalten sind. Die offizielle Begründung lautet, dass sie die Zähne widerstandsfähiger machen sollen. Auch beim Zahnarzt darfst und solltest du sogar den Fluoridüberzug am Ende der Behandlung ablehnen. Es ist Gift für deinen Körper. Du würdest ja auch kein Spülmaschinentab lutschen, weil es so schön blau-weiß ist oder weil es dir jemand gesagt hat. Oder? Doch immer mehr Studien belegen die zweifelhafte Wirkung der Fluoride. Vielmehr zeigt sich, dass die Risiken die vermeintlichen wenigen Vorteile überwiegen. Und hier kommt es wieder auf dich an. Du bist nicht hilflos, du kannst entscheiden, was du kaufst, was du verwendest und was du meidest. In diesem Sinne ist Aufklärung auch ein Stück Selbstermächtigung. Wenn du beginnst, auf Fluoride zu verzichten, wirst du vielleicht nach einiger Zeit spüren, dass du klarer wirst. Manche berichten, dass sich ihr Schlaf verbessert, dass ihre Träume lebendiger werden, dass sie sich innerlich leichter fühlen. Es ist, als würde ein Fenster wieder geöffnet, das lange Zeit verschlossen war. Natürlich reagiert jeder Körper anders, und es ist immer gut, behutsam zu sein. Doch allein die Entscheidung, dich für mehr Natürlichkeit und weniger chemische Zusätze zu entscheiden, bringt dich in eine gute, neue Kraft. Du bist ein Wunderwerk, und dein Bewusstsein ist der Schlüssel dazu. Stell dir einmal vor, wie es wäre, wenn deine Zirbeldrüse vollkommen frei und klar arbeiten kann. Wenn deine Intuition wie ein leuchtender Stern in dir erstrahlt. Wenn dein Schlaf endlich wieder tief und erholsam ist und du jeden Morgen mit frischer Energie aufwachst. Genau das ist möglich, wenn du Schritt für Schritt mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringst. Fluoride zu meiden, ist nur ein Teil davon. Doch er ist ein wichtiger Teil, weil er dir zeigt, du darfst entscheiden. Du darfst wählen, was du in deinen Körper lässt und was nicht. Ich weiß, dass es manchmal ganz schön überwältigend sein kann, all die neuen Informationen zu hören, die es da draußen gibt. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Deshalb lade ich dich ein, dich nicht zu sehr von äußeren Stimmen verunsichern zu lassen. Spüre in dich hinein, dein Körper spricht mit dir. Dein Inneres weiß genau, was dir gut tut und was dir schadet. Wenn du dich mit deinem Herzen verbindest,
wirst du eine Klarheit spüren, die kein wissenschaftlicher Artikel dir geben kann. Und genau diese Klarheit ist dein Kompass. Humorvoll betrachtet könnte man sagen, Fluoride sind wie diese Gäste, die du eigentlich gar nicht auf deiner Party haben wolltest, die sich aber trotzdem irgendwo in der Küche breit machen. Und dann wunderst du dich, warum die Stimmung kippt. Genauso wirkt es oft. Es ist ein Fremdkörper, der nicht dazugehört. Und du hast jedes Recht, freundlich aber bestimmt zu sagen: Danke, aber nein danke. Ich lade dich ein, in den kommenden Tagen einmal ganz bewusst hinzuschauen, wo dir Fluoride begegnen. Vielleicht machst du dir eine kleine Liste. Vielleicht probierst du eine neue Zahnpasta ohne Fluorid aus. Oder du informierst dich, welches Wasser in deiner Region wie behandelt wird. All das sind liebevolle Schritte, die deinem Körper und deinem Bewusstsein helfen, leichter zu werden. Und während du das tust, erinnere dich daran, dass es nicht um Perfektion geht. Es geht ebenso nicht darum, alles sofort und radikal umzustellen. Es geht um Achtsamkeit, um dein Bewusstwerden, um kleine Veränderungen, die in Summe einen großen Unterschied machen können. Jeder Schritt zählt, und jeder Schritt bringt dich näher zu dir selbst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, wenn du es mit deinen Freunden teilst und wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf.